Ja, gerne. Ich meine, den Verweis auf die Zuständigkeit der Länder habe ich jetzt verstanden, müssen Sie auch nicht immer wiederholen. Ich stelle mir allerdings langsam die Frage, warum steht da überhaupt Bildung und Forschung, wenn Sie für Bildung überhaupt nicht zuständig sind? Vielleicht denken Sie mal über die Benennung oder die Bezeichnung Ihres Ministeriums nach. In der Sache selber haben wir ja PISA-Studien, wir haben Bildungsmonitor 2024 und danach ist klar, dass die Leistung der deutschen Schüler in den letzten Jahren dramatisch abgenommen hat. Dramatisch. Wir hatten ja vorhin mal das Thema, dass auf der anderen Seite die Ausgaben für Bildung auf 264 Milliarden Euro im Jahr gestiegen wird. Woran liegt das denn Ihres Erachtens nach? Was sind so die wichtigsten 3, 4, 5 Ursachen dafür, dass Sie immer mehr Geld für Bildung ausgeben, aber die Schülerleistungen werden immer schlechter? Hey Leute, heute geht es um die große Frage. Warum werden unsere Schüler immer schlechter, obwohl Milliarden in die Bildung fließen? Der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner stellt die Regierung zur Rede und bekommt nur leere Phrasen als Antwort. Während Schüler in Deutschland immer weniger lesen und schreiben können, werden Milliarden für Programme ausgegeben, die scheinbar nichts bringen. Was läuft hier schief? Schaut rein, das dürft ihr nicht verpassen. Auf geht's! Des Abgeordneten Stefan Brandner zum Thema Maßnahmen zur Verbesserung des Bildungsniveaus und Bekämpfung des Lehrermangels. Bitte schön, Herr Staatssekretär. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kollege Brandner. Ihre Frage beantworte ich seitens der Bundesregierung wie folgt. Entsprechend der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern liegt die Zuständigkeit für die Schulbildung bei den Ländern. Diese sind daher auch für die Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die Einstellung von Lehrerinnen und Lehrern zuständig. Der Bund stärkt mit vielfältigen Maßnahmen die Qualität des Bildungssystems. Dazu gehören beispielsweise das Startchancenprogramm, der MINT-Aktionsplan 2.0, das neue Rahmenprogramm Empirische Bildungsforschung und die gemeinsamen Initiativen von Bund und Ländern Schule macht stark und Leistung macht Schule. Zu einem Digitalpakt 2.0 sind wir derzeit in Verhandlungen mit den Ländern. Mit den Kompetenzzentren für digitales und digital gestütztes Unterrichten in Schule und Weiterbildung tragen wir in Kooperation mit den Ländern zur wissenschaftsgeleiteten Entwicklung von Fort- und Weiterbildungsangeboten für Lehrkräfte bei und leisten so einen Beitrag zur Stärkung der Attraktivität des Lehrerberufs. Eine Nachfrage, Herr Brandner? Bitte schön. Ja, gerne. Ich meine, den Verweis auf die Zuständigkeit der Länder habe ich jetzt verstanden, müssen Sie auch nicht immer wiederholen. Ich stelle mir allerdings langsam die Frage, warum steht da überhaupt Bildung und Forschung, wenn Sie für Bildung überhaupt nicht zuständig sind? Vielleicht denken Sie mal über die Benennung oder die Bezeichnung Ihres Ministeriums nach. In der Sache selber haben wir ja PISA-Studien, wir haben Bildungsmonitor 2024 und danach ist klar, dass die Leistung der deutschen Schüler in den letzten Jahren dramatisch abgenommen hat. Dramatisch. Wir hatten ja vorhin mal das Thema, dass auf der anderen Seite die Ausgaben für Bildung auf 264 Milliarden Euro im Jahr gestiegen wird. Woran liegt das denn Ihres Erachtens nach? Was sind so die wichtigsten 3, 4, 5 Ursachen dafür, dass Sie immer mehr Geld für Bildung ausgeben, aber die Schülerleistungen werden immer schlechter? Herr Kollege Brandner, die Wiederholung meiner Antworten liegt ein Stück weit auch daran, dass Sie Ihre Fragen wiederholen. Also konkret diese letzte Frage haben Sie heute in dieser Fragestunde schon mehrfach gestellt. Und ich möchte zur Zuständigkeit nach dem Grundgesetz darauf hinweisen, dass die Länder für Bildung, insbesondere für das Schulsystem, zuständig sind, dass aber beispielsweise in der dualen Berufsausbildung der Bund für die betriebliche Seite, die Länder für die berufsschulische Seite zuständig sind, dass wir insbesondere im Hochschulbereich auch Möglichkeiten nach dem Grundgesetz haben, stärker zu kooperieren und dass wir im Bereich der schulischen Bildung nach den eng gefassten Kriterien des Artikels 104c im Grundgesetz mit dem Digitalpakt auch in Teilen beim Startchancenprogramm genutzt haben, enge verfassungsrechtliche Grenzen haben, gemeinsam zu agieren. Das unterstützen wir seitens des Bundes. Ich bin sehr überrascht, Ihre Fraktion hat noch vor wenigen Jahren genau diesen 104c in der letzten Legislaturperiode abgelehnt, gesagt, das geht viel zu weit. Heute im Bildungsausschuss hier im Bundestag einen Antrag beraten lassen, von die AfD-Fraktion genau fordert, weit über diese Möglichkeiten hinauszugehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie einfach eine gemeinsame Position finden. Dann können wir auch über einmal wiederholte Antworten sprechen. So, jetzt sind Sie quitt. Haben Sie noch eine zweite Frage? Naja,
Ich würde mich schon auch sehr freuen, wenn Sie meine Fragen beantworten würden. Ich meine, Sie können froh sein, dass ich nicht Hoppenstedt heiße. Dann hätte ich hier schon wieder richtig aufgedreht und gesagt, das kann ja aber alles nicht wahr sein. Ich stelle hier Fragen. Warum geben Sie immer mehr für Bildung aus? Das Bildungsniveau sinkt immer mehr. Wo bleibt das Geld? Was sind die Ursachen? Und Sie antworten damit irgendwelchen Wortgirlanden, die gar keinen Inhalt haben. Das finde ich schon komisch. Andere Frage nochmal. Habe ich noch nicht gestellt. IGLU-Studie gibt's ja zu Lese- und Schreibkompetenz von Kindern. 25% aller Viertklässler können nicht ausreichend lesen und schreiben. Ein Viertel unserer Schüler verlässt die Grundschule, ohne lesen, schreiben und rechnen zu können. Damit können die nicht mal einen Hauptschulabschluss erreichen. Sehen Sie die Problematik und haben Sie da einen Lösungsvorschlag, vielleicht unverbindlich für die Länder? Herr Kollege Brandner, absolut. Sie haben das Problem erkannt und genau deshalb hat die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern in diesem Jahr das Startchancenprogramm auf den Weg gebracht. 20 Milliarden Euro für die nächsten 10 Jahre. Das größte Bund-Länder-Bildungsprogramm, was es jemals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat. Ich bin sehr froh, dass ich diese Stunde nutzen kann, Ihnen dieses Programm auch erstmal zur Kenntnis zu geben. Ich lade Sie herzlich ein, in einer der nächsten Sitzungen des Bildungs- und Forschungsausschusses des Deutschen Bundestages auch persönlich teilzunehmen. Dann können Sie sich nähere Einblicke auch zu diesem Programm verschaffen. So Leute, das war's für heute. Aber lasst uns noch mal über die eigentliche Frage reden. Warum wird unseren Kindern das Lernen so schwer gemacht? Warum kriegen wir keine klaren Antworten von der Regierung? Stattdessen hören wir immer nur dieselben leeren Phrasen. Wir machen tolle Arbeit, wir investieren Milliarden, wir haben alles im Griff, aber mal ehrlich, sehen wir das wirklich in unseren Schulen? Nein. Viele von uns erleben es täglich anders. Unsere Kinder haben ein verdammtes Recht auf Bildung, und zwar eine, die sie auf das Leben vorbereitet. Doch was erwarten wir von einer Regierung, in der manche Mitglieder noch nie wirklich gearbeitet haben, oder von Politikern, die selbst keine Kinder haben und daher auch keine Vorstellung davon, wie es ist, Eltern zu sein? Sie reden über Themen, die sie nicht verstehen, und das sieht man in jeder Entscheidung. Nehmen wir doch mal Herrn Habeck, der sich in Indien bis auf die Knochen blamiert hat. So arrogant, dass er nicht mal merkt, wie sehr er sich lächerlich macht. Oder Frau Baerbock, die ohne ihren Teleprompter gar nicht weiß, was sie sagen soll. Einsatzfrei sprechen scheint eine Herausforderung zu sein. Und dann unser Kanzler Scholz, der tut, was er will, ohne Rücksicht auf das, was das Volk denkt. Es ist, als würde er in einer ganz anderen Welt leben. Und dann haben wir noch Frau Faeser, die uns vorgibt, unsere Sicherheit zu schützen, aber in Wahrheit selbst die größte Gefahr darstellt. Diese Leute entscheiden über die Zukunft unserer Kinder und damit über die Zukunft unseres Landes. Was denkt ihr, Leute? Ist das einfach nur noch unerträglich, wie unser Land ruiniert wird? Wenn ihr genauso frustriert seid wie ich, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, was euch gerade am meisten auf die Nerven geht. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Stimmen gehört werden und der Druck steigt. Bis zum nächsten Mal. Die Kreuze klar.